Einen wunderschönen guten Morgen aus Boratien, aus Sibirien. Die letzten 3 Tage stand mein Auto in der Werkstatt. Und jetzt werde ich euch gleich zeigen, was los war. Weil ich beim Fahren Geräusche bemerkt hatte und die Lenkung war sehr ungewöhnlich geworden auf den letzten 1000 Kilometern. Dass die Spur nicht mehr stimmte und er immer mal nach rechts und nach links ausweichen wollte. Und hier haben wir den ganzen Spaß. Einmal die komplette Lenkmechanik, das Gestänge. Einmal komplett alles raus. Komplett alles neu. 3 Tage hat er gebraucht in der Werkstatt, weil wir Ersatzteile nicht so schnell bekommen haben, wie wir sie haben wollten. Der Schmankerl ist das Teil hier. Das ist schon heftig, was hier passiert ist. Und wie sagte mein Werkstattmeister, ist normal hier bei uns in guten Straßen. Betrifft auch westliche Automodelle sehr oft. Ja, und so ein Kostenpunkt. Die Einzelteile, die hier liegen, sind etwa 10.000 Rubel, etwa 100 Euro. Plus Arbeitsleistung 9.800. Sind wir bei knappen 20.000 Rubel, was 200 Euro entspricht. Jetzt ist die Lenkung erstmal wieder so weit in Ordnung. Zum Glück ist das Lenkgetriebe nicht mit betroffen gewesen. Das war unser Glück, oder mein Glück besser gesagt, weil das wäre richtig teuer geworden. Ich habe ein Lenkgetriebe mit hydraulischer Unterstützung. Und das ist schlappe 60.000 Rubel bei uns. Das ist schon ziemlich heftig. Was dann schon 600 Euro wären. Nee, 60 Euro waren, Entschuldigung. 60 Euro und das muss ich nicht unbedingt haben zurzeit. So, da hinten ist noch unser Wuff. Der bewacht das Grundstück. Und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Wir fahren jetzt in den Kindergarten und dann auf Arbeit. Bis zum nächsten Mal, euer Matze. Hallo liebe YouTube-Freunde. Heute Donnerstag, der 8. Mai in Russland. Wer sich erinnern kann an die alten Videos, hier lag ein riesiger Haufen Holz und Ziegelsteinschutz. Da habe ich weiter die Mühe gemacht, das alles wegzuräumen, weil ich hier Baufreiheit brauche für den Zaun zum Nachbarn rüber. Aber als ich Probeschachten wollte, habe ich das entdeckt. Nach 5 cm im Boden ist noch alles gefroren, tiefgefroren. Man sehe hier Eis an den Ziegelstein. Ja, deswegen erstmal sauber gemacht. Neue Säulen habe ich auch schon bekommen. Insgesamt 6 Stück. Das Stück bis zum Schuppen reicht. Und nächste Woche wird auch das alte Gewächshaus hier vollkommen abgerissen. Und wir gehen mal ein Stück dahinter. Hier hinten habe ich mir die Mühe gemacht, den ganzen Spaß zu stapeln. Weil Ziegel sind hier auch Mangelware. Mal sehen, wozu wir sie brauchen. Noch haben wir keine Idee. Aber wegschmeißen muss man es nicht. Ja, den Holzschuppen kennt ihr ja. Ich habe schon wieder angefangen, Holz zu sägen und wir 1,5 Lagen eingestapelt. Vorne liegt noch mehr, was noch gemacht werden muss. Da gehen wir gleich hin. So, und da ist der Rest von den Ziegeln. Hier vorne schütte ich auf nach und nach. Alles, was übrig ist an Bauschutt. Steine wird alles gesammelt. Und das wird dann später noch bis rüber gezogen in die Mitte. Hier kommt dann meine zukünftige Garage hin. Und der ganze alte Mist kann hier erstmal verschwinden. Hier stört es nicht. Aus Untergrund passt das. Ja, die Rohre habe ich auch rumgeräumt. Auf einem neuen Platz, dass es mich nicht stört. Weil in den nächsten Monaten geht es hier Stück für Stück vorwärts, dass wir wenigstens bis zum Herbst die Fläche fürs Fundament hinkriegen. Und in 3 Wochen, wenn das Material geliefert wird, werde ich endlich unser Tor reparieren. Das sind die Neuigkeiten von heute. Mehr gibt es noch nicht zu sagen, noch nicht so viel erzählen. Sonne pur in Sibirien, plus 10 Grad. Kann man eigentlich nicht meckern momentan. Aber der Erdboden ist eben noch tiefgefroren. Das dauert wahrscheinlich noch mindestens 2 Monate, bis hier normal ist.
11. Mai, hallo aus Boratien, heute Teil 3, Lader. So, mir war es passiert auf dem Weg, dass hier die Mechanik gerissen war oder auseinandergefallen war. Zuvor war ich in unserer Dorfwerkstatt. Dazu ich mich jetzt nicht weiter äußern will, weil ich stinksauer bin auf unseren Dorfmeister. Jetzt kommen wir zu den Details. Das war das alte Original ausgebaut. Das hatte er eingebaut. Ui, komisch, zu kurz. Das habe ich mir besorgt. Wollte ich 2 Stück haben, ich bekam nur 1. Deswegen selbst ist der Mann. Ich wechsle das jetzt selbst aus und mache es wieder original, so wie es war. Spur stelle ich mir pro forma ein, wie ich es kann. Den Rest machen wir in der Werkstatt in Chita. Das zur Qualität der Werkstätten bei uns in Russland. Was man nicht selbst kontrolliert, nicht selbst macht. Hast immer wieder Ärger, leider. Weil es nicht die passenden Teile da gab bei uns im Dorfladen, hat er einfach andere eingebaut. Vom Lader 2121, alte Serie. Das ist alte Serie und das ist neue Serie. So, jetzt schmeiße ich den ganzen Mist zusammen und dann wird es wieder funktionieren, richtig. Und die linke Seite, von mir aus gesehen jetzt die rechte Seite drüben, Fahrerseite, mache ich nächste Woche. Wenn ich nach Chita fahre, hole ich mir noch einen Teil, ist schon bestellt. Jetzt stelle ich es erstmal so ein bisschen mittig ein, dass ich das ausmitteln kann, dass ich wenigstens hier eine Überdeckung von 1,5 cm habe. Jetzt hatte ich 6 mm Überdeckung und das hält nicht. Jetzt erreiche ich 1,5 und original haben wir dann fast 2,5. Und dann sollte es funktionieren. Bis zum nächsten Mal, euer Matze aus Sibirien. Kurze Ergänzung, damit man es auch wirklich sieht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt habe ich hier etwa 2 cm und hier auch, also es hat sogar gereicht für 2 cm Überdeckung. Und ich hatte am Anfang hier, ich hatte es gemessen, 6 mm rechts und links. Das geht überhaupt nicht bei unseren Straßen. Deswegen hat mir das zernischelt auf dem Weg nach Chita. So können wir es erstmal lassen und jetzt gucke ich nach der anderen Seite, was da los ist. Und ich versuche es nochmal bei uns im Dorfladen. Vielleicht bekomme ich noch ein zweites Originales. Mal schauen. Wenn es mir das Glück hold ist, dann klappt das heute noch. So, fertig. So, und nach Anweisung von Lada die Schrauben nach unten und die Bolzenenden sollen nach hinten zeigen. Warum auch immer, haben die so gesagt. Also ich habe es so gemacht. Die Öffnung der Muffe nach unten, wenn es geht. Und die Schrauben auch nach unten und die überstehenden Bolzen sollen nach hinten schauen. Noch ein kurzes Video für euch. Ich hatte ja erzählt, unser Hoftor hat es beschädigt beim Sturm. So, und hier bin ich am Schachten. Schon den 6. Tag. Riesige Klamenzmänner drinne. Und ich komme jeden Tag in etwa maximal 10 cm. Maximal, mehr nicht. Da unten ist wieder Frost. Jetzt werde ich wieder 2 Tage warten. Und dann mache ich weiter. Weil das ist da unten noch tief gefroren. Und der steckt einen guten Meter. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da unten das Glitzernde. Da ist Eis. Der sitzt etwa 1 Meter tief drin. Und der muss raus. Ich wollte zuerst Eisenprofile einschlagen an allen 4 Seiten und einfach ansetzen mit 60 x 60 Eisenprofil. Ich kam nur etwa 15 cm rein, dann war Schluss. Deswegen aufbuddeln, rausholen und neu machen. Und den neuen habe ich schon da. War ein Geschenk. Gehen wir mal kurz hin. Der liegt hier. Den werde ich entrinden. Mit einem Elektrohobel auf vierkant machen. Noch ein Stück kürzen, weil der ist zu lang. Und dann ist das unser neuer Hoftorpfahl. Perfekt. Ist Lärche. Oder Kiefer, irgend sowas. Ist mir auch egal. Hauptsache es hält. Bis zum nächsten, euer Matze. Hallo alle miteinander. Heute der nächste Tag an der Schachtstelle für den neuen Pfahl. Für alle, die es nicht glauben, dass da unten noch Eis ist.
Ich habe gerade den Stein rausgeholt und das ist Eis. Da unten ist alles noch tiefgefroren. Verfluchter Mist, Sibirien. Das sind die Probleme hier. Die Nachbarn haben gesagt, wenn ich Pech habe, kann das noch einen Monat dauern, ehe ich das Stück Holz hier raus habe. Das wird lustig, hurra. Und wieder ein paar Klamotten rausgeholt. Wieder ein Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Jeden Tag ein kleines Stück. Mal schauen, wann ich damit fertig bin. Es ist schon manchmal lustig hier in Sibirien. Das Leben ist ein Abenteuer.